DDR-Museum Dr. Wolle. Frag Dr. Wolle. Es gab in der DDR 39 verschiedene Tageszeitungen. Die wurden sehr gerne und sehr viel gelesen. Die wichtigste Zeitung der DDR war das Neue Deutschland, das Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei. Ich kaufte mir das jeden Tag, das tat ich mir an, am Zeitungskiosk für 15 Pfennig und las es dann auf der Heimfahrt. Nach 5 oder 10 Minuten habe ich das schon wutentbrannt in den Papierkorb gesteckt. Es fällt auf, dass die anderen Zeitungen, die es gab, das Gleiche brachten, sofern es sich um wichtige politische Themen handelte. Wir haben das mal hier dargestellt in unserem Museum am Beispiel des 10. Juli 1984. Da gab es einen Staatsbesuch des italienischen Ministerpräsidenten Craxi. Das ist in allen Zeitungen ziemlich wortgleich auf der Titelseite. Da hatten die Redakteure in Rostock oder Gera oder Dresden und Leipzig nichts dran zu ändern. Selbst die winzigen und kleinsten Abweichungen sind auch von ADN vorgegeben. ADN war der Allgemeine Deutsche Nachrichtendienst. Reste von echtem Journalismus hat es gegeben in den Bereichen Sport, Kultur, Regionales, Kreuzworträtsel, die Sonntagsbeilage, vielleicht mit ein paar Gedichten und so. Wir haben das mal im Detail dargestellt an der Volkswacht aus Gera und kommentieren sie so an bestimmten Punkten aus heutiger Sicht. Ein anderer großer Bereich, der die Zeitung damals interessant und lesenswert machte, waren die Kleinanzeigen, was verkauft wurde, auch Heiratsanzeigen und Kontaktanzeigen und Wohnungstauschanzeigen. Gerade diese Annoncen sind heute eine ganz hervorragende kulturgeschichtliche Quelle. Die Journalisten, die bei den Zeitungen arbeiteten, waren sich natürlich dieser misslichen Situation voll bewusst und bemühten sich zum Teil, die staatlichen und parteilichen Vorgaben etwas zu unterlaufen, gerade in diesen Bereichen Feuilleton, Theaterrezension, Buchrezension und so weiter. Dann kam das Ende der DDR, die Westmedien brachen ein, leider gerade in der Zeit, als auch die Ostmedien irgendwie interessant wurden, weil sie in die Ereignisse der DDR einzugreifen versuchten. Es blieb bei diesem kurzen Frühling einer Medienrevolution in den Herbst- und Wintertagen 1989, 1990. Das wurde dann sehr stark von der kommerziellen Macht der großen Medienkonzerne des Westens überschattet, in die die DDR-Zeitung einschließlich ihres Abonnentenstammes und ihrer Immobilien übernahmen. So fand dann der DDR-Journalismus sein schnelles und trauriges Ende. Wenn ihr selbst noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir bitte diese in die Kommentare. Ich freue mich auf euren Beitrag. Wenn ihr keine Folge von Frag Dr. Wolle verpassen wollt, dann klickt bitte auf Abonnieren.